Ein klarer Frühlingsmorgen taucht die üppig grünen Hänge der abgelegenen sibirischen Landschaft Russlands in weißes Sonnenlicht. Iwan und Sergei fuhren mit einem alten Pickup-Truck auf einer kurvenreichen Straße durch saftig grüne Weiden. Die friedliche Landschaft ließ sie entspannen, doch ein seltsames Gefühl beschlich sie, als sie den Blick auf den vor ihnen liegenden Hügel richteten. Die beiden kleinen Geschöpfe versuchten, sich am taufeuchten Gras festzuhalten, taumelten hoch und rutschten dann immer wieder ab. Als er näher kam, stockte Iwan der Atem, als er erkannte, dass es sich um zwei neugeborene Bärenjunge handelte, die noch nass und zitternd waren. Von der Bärenmutter fehlte jede Spur, was die Forscher zu der Annahme veranlasste, dass die beiden Jungen möglicherweise zurückgelassen worden waren. Iwan hielt sofort den Wagen an, während Sergei sich vorsichtig umsah, falls die Bärenmutter plötzlich auftauchen sollte. Das Frühlingslicht fiel auf die Körper der Bärenjungen und offenbarte ihre jämmerliche Schwäche inmitten der grünen Hügel. Iwan kauerte sich in einem letzten, fast verzweifelten Versuch neben ein Bärenjunges, das sich am Gras festklammerte. Er hob es vorsichtig hoch und spürte den kleinen, kalten Körper und seinen schwachen Atem, als ob er jeden Moment aufhören würde zu atmen. Sergei ging, um den verbliebenen Bären aufzuheben, dieser versuchte, sich an seine Hand zu klammern, als suche er nach einem seltenen Stück Wärme. Die beiden sahen sich schweigend an, doch wussten sie, dass ihr Leben verschwinden würde, wenn sie noch ein paar Minuten länger zögerten. Sie trugen die beiden Bärenjungen zum Auto, öffneten die warmen Decken im Kofferraum und wickelten jedes Junge sorgfältig ein. Unter der Decke kuschelten sich zwei Bärenjunge aneinander, ihre Augen halb geöffnet, und reflektierten das sanfte Frühlingslicht durch das Autofenster. Der Heimweg dauerte länger als sonst, da beide immer wieder nachsahen, ob das Junge gleichmäßig atmete. Als der Wagen vor dem Hof hielt, stieg Iwans Frau Elena aus und war sofort verblüfft, ihren Mann mit zwei seltsamen kleinen Tieren zu sehen. Zuerst hatte sie Angst, weil sie für gefährlich hielt, aber ihre bemitleidenswerten Augen und schwachen Körper erweichten ihr Herz sofort. Elena rannte ins Haus, um ein sauberes Handtuch und eine Flasche warme Milch zu holen, während Iwan die beiden Bären auf die dicke Matratze legte. Die beiden Jungtiere zitterten, als die Decke über sie gezogen wurde, offenbar fühlten sie sich hier sicherer als am Hang. In jener Nacht wechselten sich Iwan und seine Frau ab, um die Kinder warm zu halten, indem sie ihnen sanft über die Körper strichen, um die Durchblutung in der Kälte zu fördern. Am dritten Tag begann das Bärenbaby, seine Augen weiter zu öffnen und stieß einen schwachen Schrei aus, der Elena zu Tränen rührte. Iwan bereitete eine mit dicken Decken ausgelegte Holzkiste vor und stellte sie in der Nähe des Kamins auf, um den beiden kleinen Geschöpfen als vorübergehendes Nest zu dienen. Im Laufe der Zeit wurden sie Mischka und Boren genannt, zwei liebevolle Namen, die in Russland häufig für Bären verwendet werden. Die beiden Bären lernten direkt in Elenas Armen aus der Flasche zu trinken, wobei ihre kleinen Beinchen sanft strampelten, während sie die warme Milch tranken. Als der Frühling in den Frühsommer überging, wurde der Garten durch das stärkere Sonnenlicht zu einem idealen Ort für Mischka und Boren zum Spielen. Sie wälzten sich im Gras, kletterten auf Baumstämme und trotteten Iwan hinterher, wann immer er in den Hof trat. Elena richtete eine Ecke im Haus ein, um die beiden Bären zu baden. Sie besprühte sie sanft mit warmem Wasser, was die beiden so glücklich machte, dass sie sich darin wälzten. Sowohl Iwan als auch Elena behandeln Mischka und Boren wie zwei Kinder und verfolgen jeden ihrer Entwicklungsschritte täglich. Durch ihre Streiche wurde das kleine Holzhaus plötzlich lebendig und den ganzen Frühling lang vom Gelächter erfüllt. Als der Herbst kam, waren Mischka und Boren um ein Vielfaches größer geworden, ihre Körper hatten sich verhärtet, und sie begannen, Bäreninstinkte zu zeigen. Iwan erkannte, dass sie mehr Bewegungsfreiheit brauchten und nicht ewig im beengten Raum der Menschen leben konnten. Eines Abends saß das Paar am Feuer und beobachtete still ihre beiden schlafenden Jungen, wohl wissend, dass eine schwierige Entscheidung bevorstand. Sie diskutierten viele Male und versuchten, den besten Weg zu finden, sie wieder in die Natur zurückzuführen und gleichzeitig ihre Sicherheit zu gewährleisten. Schließlich beschloss Iwan, sie tief in den Wald zu führen, in der Nähe des Ortes, wo er sie an jenem schicksalhaften Morgen gefunden hatte.
An diesem Morgen tauchte die Frühlingssonne die Graslandschaft wieder in goldenes Licht, genau wie an dem Tag, als die beiden Bären vom kalten, silbernen Hang gerettet wurden. Iwan lud etwas Essen in den Einkaufswagen und hob die Kinder nacheinander in den Kofferraum, während Elena dahinter stand und sich schweigend die Tränen abwischte. Der Pfad, der in den Wald führte, war von Grün bedeckt. Die Grashalme wiegten sich sanft im Wind, als wollten sie den beiden Geschöpfen Lebewohl sagen, die einst beschützt worden waren. Als sie ankamen, hielt Iwan den Wagen an und öffnete die Kofferraumklappe, sodass Mischka und Borin auf den weichen, laubbedeckten Frühlingsboden treten konnten. Die beiden Bären blieben einen Moment lang stehen, rochen die vertraute Waldluft und schienen sich an etwas Fernliegendes zu erinnern. Sie drehten sich um und blickten Iwan und Elena lange an, ihre Augen erfüllt von etwas Tiefgründigem, das sich nicht in Worte fassen ließ. Keiner der drei rührte sich, nur der leichte Wind wehte durch Elenas Haar und das Fell der beiden Bären. Schließlich betrat Mischka als erste den Wald, und Borin folgte ihm, jeder Schritt langsam, aber entschlossen, voller Instinkt. Ihre Schatten verschmolzen mit dem Grün des Waldes, und zwei Menschen standen still da, als hätten sie ihre Kinder gerade an einen besseren Ort geschickt. In den folgenden Tagen wurde es in dem kleinen Haus seltsam still, sodass Iwan und Elena seine klägliche Abwesenheit spürten. Doch dieser Frieden währte nicht lange, denn die Natur hat immer eine Art, auf Freundlichkeit zu reagieren. An einem Frühlingsmorgen des folgenden Jahres hörte Iwan ein seltsames Geräusch auf der Veranda und ging, wie es seine Gewohnheit war, hinaus, um nachzusehen. Er blieb wie angewurzelt stehen, als er Mischka und Borin zurückkehren sah, die viel größer und stärker waren als im Vorjahr. Das Sonnenlicht fiel auf ihr glänzend schwarzes Fell und ließ sie majestätisch wirken, doch ihre Augen waren seltsam sanft. Hinter den beiden erwachsenen Bären liefen drei kleine Bärenjunge herum und beachteten neugierig alles Menschliche. Elena brach in Tränen aus, als sie zurückkehren sah, denn sie wusste, dass die beiden geretteten Bären nun im tiefen Wald Mütter geworden waren. Mischka verbeugte sich leicht und berührte Elenas Hand, als Dankeschön, das keiner weiteren Formulierung bedurfte. Borin stand neben Iwan und legte seinen Fuß auf dessen Knie, genau wie er es als Kind in dem Holzhaus getan hatte. Die ganze Familie aus Mensch und Bär stand in der warmen Frühlingssonne und spürte die seltsame Verbundenheit, die nur Freundlichkeit schaffen kann. Seit jenem Tag bringen Mischka und Borin jeden Frühling ihre Kinder zurück, um das Paar zu besuchen, das sie gerettet hat. Iwan und Elena haben den Moment nie vergessen, als zwei kleine Geschöpfe am kargen Hang ihr Leben durch Freundlichkeit veränderten. Ihre Geschichte verbreitete sich in der ganzen Region und wurde zu einem wunderschönen Symbol für Freundlichkeit und Liebe zwischen Mensch und Natur. Und selbst Jahre später erinnert sie der Frühlingssonnenschein auf den grünen Hügeln noch immer daran, dass die Natur immer zu antworten weiß.